Vorurteile. Viele Vorurteile, die man heute zu Menschen mit Behinderung antrifft, gab es schon genauso in der Antike. Auf in den fröhlichen Arbeitstag? Ja, freilich. Nur nicht ganz. So habe ich die Geschichte angefangen. So, zuerst nochmal, wenn kein Mensch weiß, was es wird, wenn man die hat, das meine ich. Das ist Kannst du einmal die Tür zumachen? Morgen. Hallo. Morgen. Einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Joachim. Ja. Wie ist die Lage? Soweit? Soweit ganz gut? Ja. Ja, du auch. Ne? Fahr nicht wieder alle platt. Vielen Dank. Ne? Das ist ja schlimmer, hier so Wir sind hier am Bahnsteig 42 in Iserlohn-Lettmate, Deutschlands erster und bisher einziger Inklusionsbahnhof. Es ist ein Außenarbeitsplatz der Iserlohner Werkstätten, ein Gruppenaußenarbeitsplatz für Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Das Ganze fußt auf 3 Arbeitssäulen. Das ist einmal die Carbot-Redaktion, das ist ein international erscheinendes Reportage- und Lifestyle-Magazin, gemacht von 5 Menschen mit schwersten Körperbehinderungen, sitzen alle im Rollstuhl. Zudem haben wir noch ein Café Bistro, wo auch Menschen mit unterschiedlichsten Handicaps im Service bzw. in der Essensvorbereitung arbeiten. Und dann haben wir noch einen traditionellen Bahnhofskiosk und Abelio-Servicestelle, die wir hier betreiben. Und über uns, von einem anderen Träger, ist noch eine Wohngruppe für Menschen mit psychischer Erkrankung. Deshalb leben, arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung hier. Bei Benji brach die Erkrankung erst im Alter von 5 Jahren aus. Eine spontane Mutation. Bis dato hatte es keine Anzeichen oder Symptome der Krankheit, die häufig mit körperlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen gekoppelt auftritt, gegeben. Der junge Philippiner schüttelt daher auch heute noch ungläubig den Kopf, wenn seine Mutter Juditha Kenyon, 59, ihm Kinderfotos dieser Zeit zeigt. Mit 5 Jahren wurde Benji plötzlich körperlich schwächer und bekam immer häufiger unerklärbare Knochenbrüche. Es knackste schon, wenn ich arg nieste. Für mich wurde es plötzlich gefährlich, wenn ich in einer Menschenmenge angerempelt wurde. Scheinbar harmlose Situationen waren und sind für uns beide auch heute noch
große Herausforderungen und Gefahren. Erst nach mehreren Untersuchungen diagnostizierten die Ärzte beim damals fast 16-jährigen Benji letztendlich Osteogenesis imperfecta Typ 3. Wir spielen damit in einer Diagnoseliga. Bei seiner 4 Jahre älteren Schwester, Shaila Marie, wurde OI desselben Types bereits mit 11 Monaten diagnostiziert. Was mich sehr, sehr interessiert, was ich halt gerne schreiben oder machen würde, ist Diabetes bei Kindern. Also das ist jetzt sehr, sehr häufig aufgetreten. Da habe ich auch einen Artikel über eine Familie, wo ihre Tochter mit 14 Monaten das bekommen hat. Und auch privat haben wir einen Fall, wo die Tochter das auch, ich glaube mit einem Jahr oder so wurde das bei ihr festgestellt, dass sie das hat. Also das ist dann die Schwester des Mannes meiner Cousine. Das geht. Wichtig ist natürlich, wenn du die aufhast, dass du genau weißt, welche Textnachrichten du einblendest und welche Videos du dir anguckst. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ach, die Bildschirmtastatur. Ja. Ja, was ist denn dahinter? Das war mir zum Beispiel auch noch nicht bekannt. Ich mach die meistens hier runter und dann... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mit so einem Bild anzufangen. Ne? So was weiß ich, ein Herz irgendwo auf einer Wand. So. Und bei mir ist es halt gefährlich, weil meine Beine halt dadurch kaputt gehen können. Und dann habe ich dann mit meinen Eltern zusammen und auch mit meinem Sanitätshaus sind wir dann auf die Idee gekommen, dass wir dann so eine Liege bauen, die halt ja wie so eine stinknormale Massageliege ist, nur halt das Loch ist nicht oben für den Kopf, sondern für den Popo. Und da kann ich halt das super drauf liegen, ganz entspannt. Da muss man mich auch selber nicht halten, weil das war auch für meine Pflegerinnen eine Tortur. Und ich hatte jeden Tag eine andere oder fast jeden Tag. Und versuchen Sie mal da Vertrauen aufzubauen. Und die haben dann immer, wenn sie mich schon gesehen haben, oder die meisten haben dann angefangen zu zittern, so nach dem Motto, oh nein, ich muss jetzt wieder mit dir auf Toilette, hoffentlich bricht da nichts. Und ja, das war halt schon eine Sache. Und diese Toilettenliege hat alles erleichtert. Wirklich. Also auch meine Angst wurde dadurch genommen und die Angst der Pflegerinnen und ja. Ja, dann dauert so ein Gespräch meistens 30 bis 40 Minuten. Manchmal hat man so Interviewpartner, die nicht wirklich viel Zeit haben und die auch sehr kurz gebunden sind und das auch quasi ganz schnell abgehakt haben wollen. Und manche sind auch wirklich sehr, sehr redegewandt und auch sehr offen und freundlich und auch sehr kontaktfreudig. Und dann kann so ein Gespräch auch manchmal bis 2 Stunden sein. Dann ist der Artikel auch ja, lebendiger, würde ich sagen. Also je mehr Infos man hat, desto besser kann sich halt der Leser da hineinversetzen. Und nach dem Interview werte ich halt das Ganze aus. Ich höre mir das alles nochmal an. Dann schreibe ich mir aber die wichtigsten Sachen halt aus. Das ist, glaube ich, sehr heiß. Ja. Ich warte dann vielleicht noch ein bisschen. Appetit? Danke. Feinde. Schön. Eieiei. Ja? Lade ich schon mal einen auf. So, die letzte. Na komm. No? Danke. Proszę bardzo. Rosenkohl haben wir da. Wo ist der? Unterm Wagen. Der hat schon Nee, genau. Der ist schon Ja. Hör mal, könntest du dir gleich mal etwas einkaufen gehen? Einkaufen. Draußen der ist so. Und auf der einen Seite, bei der Fleisch steht das doch wohl. Ja, da weiß ich, wo das ist. Die Bratwurst und Ja. dahinter, da ist Gulasch. Okay. Die kriegen heute kein Mittag, die wollen das haben. Die kriegen kein Mittagessen heute. Dieses Wochenende ausnahmsweise mal frei. Was ist der Rosenkohl? Hier. Dabei, Janine. Ich soll mit euch sprechen, wie ihr mich einsetzt, weil Okay. Und ich soll die Kälte für meine Eltern bis nach Hause. Wusste ich Das doch. wusste ich noch. wann kommt Melanie? Um 11. Die kommt heute, ja, ich hatte gesagt.
Soll ich die Tomaten ganz normal schneiden wie bei uns? Ja, also so Scheiben. Dünner. Das klingt doch gut. Soll ich die ganzen Tomaten da reinschnibbeln? Was von da? Das ist mir jetzt noch nicht. Brauchst du noch ein paar Kaffee für dich oder sowas? Soll ich die hier in Scheiben? Haben wir Gewindelkäse? Jeden Tag. Alkohol macht Wärme. Jo. Das ist ein Nervengift. Tja. Kohlrabi. Kannst du ja mal gucken, wenn die Kohlrabi haben. Wenn sie es nicht da haben, haben sie es nicht da. Ja, haben nichts anderes. Was haben wir noch? Am 23. August 1990. Aber weil du was von dem Polio-Impfstoff Ja. sagtest, ich kenne das noch als Kind, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam Ja. und da gab es ein Zuckerstück mit der Lösung. So sieht's aus. Todestag heute, Walter Scheel, Joachim. Ehemaliger Bundespräsident. Und? Womit hat er seine Hoch größte... auf den gelben Wagen. Das ist das Tempo? Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager. Portion in der Schenke. Im Flug. Schäumen der Gerste in der Schenke. Heißt der Werk im Krug. Hinter den Fensterscheiben. Lacht Ein Gesicht so voll. Ich möchte so gerne noch bleiben. Aber der Wagen, der voll. Was ist denn das Eigenbrausyndrom? Ich glaube, das ist schwer, jemanden in Deutschland zu finden, der... Ich guck grad mal das, was Marianne noch hatte, dieser... Besonderes, ne? Ja. Ich habe noch ein Motorspaghetti. Ich habe jetzt etwas über ein Ehepaar gefunden, das sich eigentlich nur Gedanken über die Ernährung seiner Kinder gemacht hat. Also wie es seine Kinder gesund ernähren kann. Und aus den Gedanken heraus haben die dann eine Firma gegründet. Wir haben schon mal Leuten einen Fragebogen geschickt, den die dann beantwortet haben. Ja. Aber ich habe auch schon ein paar Mal mit den Leuten persönlich am Telefon gesprochen und dann ein Aufnahmegerät daneben gelegt. Gut. Und dann habe ich mir das hinterher angehört, was die Leute mir erzählen. Ja. Und dann schreibe ich mir das auf. Okay. Und lasse das dann gegebenenfalls in den Artikel einfließen. Vorurteile. Viele Vorurteile, die man heute zu Menschen mit Behinderung antrifft, gab es schon genauso in der Antike. So äußerte sich der Satz,
Augsburger Althistoriker Josef Fischer in einem Interview mit einem österreichischen Online-Magazin. Zum Beispiel, dass Menschen, die körperlich nicht vollkommen waren, auch geistig oder moralisch nicht vollkommen seien. Die griechische Antike ist hier nur eine Zeitepoche, in welcher der Umgang von Menschen mit Behinderungen bis heute erforscht wird. Welche soziale Stellung hatten Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen in vergangenen Tagen und wie sieht deren Selbstbild heute aus? Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch die Geschichte. So, 2 mal 112 sind 124. Nein. 224. Plus 2 mal 7,70 Euro sind 15,40 Euro. 2 mal 9,30 Euro sind 18,60 Euro. Meine Herren, du. Wir machen mit die meisten Tests in Deutschland, wie alles. Wir machen laut Herrn Laschet machen wir alles. Wir sind ja Vorreiter. Ich habe mittlerweile das Gefühl, jedes Wort, das Herr Laschet sagt, ist 1 Prozentpunkt weniger für die CDU. Genau. Armin Laschet dann nicht laut Albert Einstein wahnsinnig? Ja, natürlich. Weil laut Einstein ist doch die Theorie, wenn du immer wieder das Gleiche versuchst und hoffst, dass es funktioniert, ist doch laut Einstein die Definition von Wahnsinn. Ich könnte die jetzt verkaufen. Ja, bitte, dann nehmen wir eine Rundschau. Was ist denn das für ein Satz? Ja. Verantwortungsvoll ist eine ganz normale Normalität. Diese Konsumgesellschaft, da wird dir die Bildung unterm Hintern weggezogen. Ja, warum? Weil man es verkaufen kann. Wir waren Kinder bis zum 27. Mai 1971, 50 Jahre nach dem tragischen Zugunglück in Rade vorm Wald. Ich konnte auf meinen eigenen Beinen den Triebwagen verlassen und auch der Polizei Antworten geben. Mit einigen Klassenkameraden saßen wir am Hang, bis wir nacheinander nach oben getragen und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Remscheid gebracht wurden. Dort kamen meine Eltern dann morgens gegen 5 Uhr an. Sie brauchten lange, um herauszufinden, wo ich lag. Bis kurz nach der Trauerfeier lag ich in Remscheid im Krankenhaus. Eine Woche nach meiner Entlassung musste ich nochmal nach Rade ins Krankenhaus. Dort durfte ich nicht über den Unfall reden, da meine Klassenkameradinnen im Zimmer noch gar nichts wussten. Ich hatte aber in der einen Woche zu Hause alles erfahren. Erst später kamen dann die unsichtbaren Verletzungen an der Seele durch. Mit diesen Worten eröffnet die 64-jährige Monika Zierden ihre Ansprache anlässlich des Gedenktages an das verheerende Zugunglück im bergischen Rade vorm Wald. Wenn man im Rollstuhl sitzt und angesprochen wird, wird man ja von, ich sag mal, 90% der Leute direkt erstmal geduzt. Ja. Weil ich bin ja dumm, ich brauche das nicht, ich kann das direkt geduzt werden. Da kann man sich ja so äußern, das meine ich ja. Ja, natürlich, aber ich weiß, du hast recht, aber ich muss doch als Mensch so weit sein, dieser Mensch im Rollstuhl ist auch erwachsen und der möchte vielleicht auch gesiezt werden, ohne dass ich die Person darauf hinweisen muss, dass ich vielleicht gesiezt werden möchte. Du kannst einfach die Dinger nehmen, sozusagen, du kannst die einfach speichern runter. Die haben dieses Grundformat sozusagen und das schreibst du auf 30 Teile runter.
Aber hast du schon mal in so einem Segelflugzeug gesessen und dann hinten? Tatsächlich habe ich in einem Segelflugzeug gesessen auf dem Boden und dann für mich entschieden, raus. Ich bin zweimal in meinem Leben ein Segelflugzeug geflogen. Einmal neben dem Piloten, das ging. Aber wenn du hinter dem Piloten sitzt und nicht vernünftig rausgucken kannst und ich komme so raus, ich so, boah, ich muss hier raus, mir ist so schlecht. Erstmal rauchen. Nee, ich konnte nicht. Oder also das war ein Motorsegel. Dann muss es wirklich ernst gehen. Das war ein Motorsegel, aber dann bin ich auch schon mal mit so einem normalen Segelflugzeug, das dann hochgezogen wird mit so einem Auto. Und denkst du auch im ersten Moment so, nein, ich sterbe, ich werde jetzt sterben. Das ist ja der Klassiker, der ist ja faul oder der möchte das ja nicht oder sonst was. Dann ist das eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung von dir, die da aber nicht zu einer Bewertung führen darf. Okay. Ja? Also zum Beispiel kann ich kann ja auch nicht sagen, warum kriegst du von jetzt auf gleich, jetzt habe ich dir so viel hier beigebracht, warum kannst du ja noch kein ganzes Buch schreiben? Richtig. So, ja. Richtig, ja, okay. Ja, ne? Ja. Was jetzt falsch gesagt ist, aber bei Menschen mit Behinderung ist es ja dieses Mitleid sehr viel und genau das fehlt eigentlich psychisch Kranken. Genau. Das ist mit Gefühl auch erstmal. Gefühl, Verständnis und so, das fehlt da. Also habe ich mal gesehen, wie so Tiefkühlpizza hergestellt werden und dann habe ich gesehen, wie die Pizzeria, und dann habe ich mir das mal mit der Pizzeria verglichen. Da liegen ja Welten dazwischen. Dann müssen wir morgen. Wenn er mit der Drainage verschwindet, aber wenn das so steigt. Ja, Semmelweis ist schon da. Aber in Vordermund. Einet aus, wa? Aber das hat ja mal schon. Ja, sieht ganz anders. Genau. Wie hattest du dir da die Richtung so vorgestellt? Also da war jetzt nochmal Behandlung und die wurde aber wegen Corona, also es kam zu keinen Schuldigen, nichts. Genau. Also es wurde komplett, ja, und die Opfer wurden quasi allein gelassen eigentlich, auch die Mütter und Väter. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Bericht von gestern war. Das ist einfach das, was er sagte, da fallen einfach Schüsse. Immer wieder hallt das Geräusch von Schüssen durch die Dunkelheit, manche direkt der Nachbarschaft. Der Arzt erzählt am nächsten Tag, es seien Plünderer unterwegs gewesen, manche verkleidet als Taliban. Einige hätten versucht, auf dem Gelände ein Auto zu stehlen, mehrere seien gestellt worden, 3 sollen erschossen worden sein. Plünderer sind nach der Flucht der Regierung eines der größten Probleme in Kabul. Die reguläre Polizei ist verschwunden. Die neuen Herrscher haben ein Gefängnis eröffnet, in dem bereits nach wenigen Stunden über 200 Plünderer inhaftiert worden sind. Ihnen können bald drakonische Strafen drohen, der Verlust der Beine oder eines Arms, je nachdem, womit sie geklaut sind. Ich mache das Thema postnatale Depression, also eigentlich postnatale Störungen bei Frauen mit Männern. Also das ist vor der Geburt. Okay. Oder während der Schwangerschaft und danach. Okay. Die ersten 2 Jahre danach. Ja, bei Frauen ist das bekannter nicht als bei Männern. Und ich glaube, das belastet auch die Partnerschaft sehr. Also das ist meine Vorstellung. Und ich glaube, dass dann auch viele Männer mit darunter leiden. Und auch selbst, glaube ich, das ist auch wichtig, dieses Rollenbild von den Frauen überhaupt zu beleuchten, um zu verstehen, dass da bei Frauen immer noch sehr großer Druck ist heutzutage und dadurch auch bei Frauen, glaube ich, sehr große Ängste entstehen, denke ich. Also immer noch, auch dann viel Druck halt nach der Geburt. Ich glaube, wenn es sowas falsch zu machen zum Beispiel oder immer zu funktionieren, das geht einfach nicht. Das ist bei psychischen Erkrankungen. Also natürlich können die psychischen Erkrankungen anschließen, den ganzen Druck. Es ist auch oft so, dass auch mit Depressionen oft sagen, dass es auch nicht ernst genommen wird, sondern gesagt wird, das ist jetzt nur was harmlos, so wie bei Depressionen generell. Und ja, aber es ist noch was ganz anderes als dieses bekannte Babyblues. Ja. Es ist auch eine Herzensangelegenheit, weil es gibt so viele Stigmatisierungen auch gegenüber psychisch Kranken und deswegen möchte ich da gerne auch drüber schreiben, öfter oder mehr, um das aufzubrechen. So ein bisschen. Ich glaube, das wird nicht bei allen Menschen gelingen, aber wenigstens so ein bisschen, vielleicht bei denen, die sich dafür interessieren. Der Begriff Akne inversa kann daher schnell irreführend sein, der fälschlicherweise an eine Gesichtsakne oder Pickel erinnert. Akne inversa äußert sich im Vergleich zu anderen Aknenformen jedoch anders. Betroffene leiden unter entzündeten Hautbereichen, vorwiegend im Achse-, Intim-, Gesäß- und Leistenbereich, bei denen es zu wiederkehrenden mit Eiter und blutgefüllten Abzessen kommt, die nicht selten auch die Größe eines Tennisballs annehmen können. Neben den beschriebenen Symptomen und Risikofaktoren kann es zu verschiedenen Begleiterkrankungen kommen. Depressionen und Angststörungen, Entzündungen von Gelenken,
chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn. Fakt ist, dass die Erkrankung nicht ansteckend ist und mangelnde Hygiene als Ursache unbedingt auszuschließen ist. Unter diesen Stigmatisierungen leiden Akne inversa Patienten oft sehr heftig. Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Ekelgefühle und Scham, sozialer Rückzug und eine hochgradig psychische Belastung bestimmen irgendwann den Alltag der Betroffenen. Im Zuge der großen Schamgefühls und der Stigmatisierung vergehen oft viele Jahre, bis sich Erkrankte dazu durchringen, überhaupt über ihre Erkrankung und die daraus entstehenden Belastungen zu sprechen. Häufig ist es schwierig für Betroffene, einen Partner zu finden und eine Beziehung zu führen, oder es findet keinerlei Sexualleben statt, da die Erkrankung oftmals auch den Intimbereich betrifft. So, da war eben wieder ein Tagesprojekt. Hatte man gedacht, dass man ein Tagesprojekt macht, also dass man, glaube ich, bewusst eben 10, 12, keine Ahnung wie viele Kinder auf jeden Fall nimmt, die bewusst sozusagen in ihrem sozialen Umfeld irgendwie nicht so die Beachtung finden, wie das mal nicht mehr so sein sollte. Das war wirklich total gut, weil ich das einfach, da kannst du auch so auf die Kiddies noch ein bisschen Einfluss nehmen. Einfluss nehmen klingt immer so bescheuert. Also, ja, aber es waren halt nicht geformte Kinder. Ja. Die gingen einmal auf Mariana zu und gesagt, warum bist du so klein und kannst nicht laufen? Beziehungsweise jetzt von Anfang an gesagt, bei David, warum gehst du so? Ja, kurz erklärt und damit war es gut. Ja. Und dann wurde zusammen Zeitung gemacht. Und dann, mich hat 2 Tage mich niemand gefragt. Genau. Ja. Und dann entsteht an 3 Tagen letzten Endes, wobei man einen Tag abziehen muss, der so ein bisschen nur um Vorstellung geht, entsteht sowas. Das ist so, da war irgendwie so, man kann ja mal gucken, macht was ihr wollt. Was wollt ihr? So wie wir das auch machen, nur halt auf die Kinder runterbrochen. Hier macht eine Zeitung. Jetzt war ich relativ mal am Wochenende unterwegs, relativ betrunken. Und da fühlten sich 5 Leute berufen, wir bringen dich jetzt rein, du kannst nicht mehr auf mich sein, Leute. Erstens kenne ich euch nicht, zweitens könnt ihr mich mal bitte loslassen und drittens könnt ihr mir, wenn ihr mir helfen wollt, könnt ihr mir drittens und viertens und 15 Taxi rufen und dann gehe ich einfach nach Hause und dann könnt ihr weiter ein Bier trinken und ich fahre nach Hause. So. Ich führte eine halbe Stunde vorher gefühlt, was weiß ich, exakt das gleiche Gespräch, dass die Leute einfach blöd halten, einfach mal so, teilweise. Ja, weil die auch keine Schnittstelle haben und so sehe ich alles ein. Aber so, ich führte exakt das gleiche Gespräch. Stunde später, was dann vorbei ist, dann wir müssen dem helfen. Ich sage, hier müssen wir überhaupt nichts. Niemand muss irgendwas. Also selbst wenn ich jetzt 3 Promille habe, muss das kein Mensch tun. So, ich habe es gerade in der halben Kneipe noch mitgeteilt. Irgendwie vergessen das einfach. Du findest immer wieder die gleichen Gespräche. Und das ist das, was einen ein bisschen wahnsinnig macht manchmal. Völlig in Basics. Ja. Wo wir gerade waren, bei auch sämtlichen anderen marginalisierten, das ist ja einfach so, wenn man das runterbricht, auch für sämtliche Sprachweise, sind einfach fucking Menschen. So, Menschen können einfach Arschlöcher sein. So, ist so. Egal. Ja. Wie lange brauchst du normalerweise für ein Interview? Es kommt schwer auf den Gesprächspartner an, tatsächlicherweise. Also wenn der ins Reden kommt, du sagst, ich habe auch Zeit, dann kann es auch mal 2, 3 Stunden dauern. Je nachdem, das habe ich auch schon mal gehabt. Also ich hatte das Beispiel hier, das Interview in Bremen, was ich erzählte gerade. Das hat einfach den ganzen Tag gedauert. So. Cool. Ja, abends da auch noch zusammen gegessen. Das ist wichtig bei dem Thema, wir essen jetzt zusammen. Ich bin den ganzen Abend da verblieben. Auch sehr angesehener Experte und der kam irgendwie aus dem Urlaub. Seiner Zeit hatte aber trotzdem Bock, weil er das gut fand, was wir hier machen. Und er sagte, cool, dann gucken wir mal bitte, dass wir zügig sind, weil ich habe ja ganz viel auf dem Tisch und dann kann das halt mal nur eine halbe Stunde dauern. Irgendwie. Da muss man auch sich ein bisschen anpassen. Die Hautfarbe ist nicht egal. Bin ich rassistisch. Mit Alice Hastas auf der Suche nach Antworten. Es liegt ein generelles Missverständnis vor. Nicht nur Nazis sind rassistisch. Und man muss Rassismus nicht erst bekämpfen, wenn er in radikaler Form auftritt. Er beginnt schon viel früher, dass die Beschäftigung mit und das Reden über Rassismus gerade bei weißen Menschen eine gewisse Sprengkraft mit sich bringt, erfährt die Berlinerin nur allzu oft. Genauso wie die damit verbundene Täter-Opfer-Umkehr. Weiße Menschen haben so wenig übrig darin, mit ihrem eigenen Rassismus konfrontiert zu werden, dass sie meist wütend darauf reagieren, anfangen zu weinen oder einfach gehen. Am Ende bin auch ich es, die es entschuldigen soll, das Thema überhaupt adressiert zu haben. Ähnlich geht es auch Frauen, die sich feministisch arrangieren oder etwa Vergewaltigungsopfer, wenn behauptet wird, es wäre nicht zur Tat gekommen, wenn die Frauen sich anders verhalten hätten. Auch Menschen, die mit einer Behinderung leben, sind mit diesem sozialen Phänomen im Rahmen der Inklusion durchaus vertraut, da inklusives Denken in der heutigen Zeit eher negativ konnotiert zu sein scheint. Dieses Phänomen findet im Verlauf von Alice Hastas Werk Beachtung, da es ihr neben der Thematisierung von Alltagsrassismus ein Anliegen ist, verschiedene Diskriminierungsformen aufzuzeigen. Dies liegt daran, dass Alice Hastas sich selbst mit der in der Sozialwissenschaft so bezeichneten Intersektionalität konfrontiert sieht, denn auch aktiver Feminismus findet in ihren
Postbusplatz. Zusammen mit Maxi Helke spricht sie hier in ihrem monatlichen Podcast Feuer an Bord über feministische Themen und Popkultur. Intersektionalität bezeichnet die auftretende Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu mehreren gesellschaftlichen Gruppen. Trotzdem nochmal möchte ich zurück auf dieses Reduzieren bzw. auf den Kuchen. Natürlich ist das so, dass man, wie Dreher heute so ein bisschen, ein bisschen jetzt mal eben das erzählen, natürlich ist das so, dass man verschiedenste psychische Diagnosen hat. Natürlich ist das so, dass man irgendwie durch kindliche Spastik da irgendwie, aber nee. Ich hätte gerne den ganzen Kuchen, von mir ist die ganze Bäckerei, aber auch ganz ohne Behinderung, ohne die Diagnosen. So. Ja. Ich muss das. Ein Stück, stopp. Ein Stück zurück, bitte. Gut. Also ich habe ihr das gesagt, dass ich da mit dem Handy aufnehme. Jetzt begeben wir uns ins Wohnzimmer, also mein Wohnzimmer. Mit dem Blick zu der Terrasse und auch mit dem Ausgang zu der Terrasse. Und dann, die Tür bleibt ca. 10 Sekunden auf. Das ist gut, das ist perfekt zum schnell rausfahren. Und nach 10 Sekunden geht sie wieder zu. Genau, das ist die Terrasse. Mit meinen selbstgezüchteten, also meist selbstgezüchteten Blumen. Das ist nämlich mein Hobby. Hier ist das Badezimmer. Mit meinem Deckenlüfter. Mit meiner Toilettenliege. Extra mit einem Netz, damit das Wasser gut abfließen kann. So sieht das aus. Da ist mein Bett. Die kleine Treppe ist für Ricky. Das ist meine Beatmungsmaske von meinem Beatmungsgerät, an dem ich mehrere Stunden dran sein muss. Und jetzt geht's los. Vicky, komm, wir gehen spazieren.
Die ersten rollstuhlgerechten Spielautomate. Da kommt man dran. Das ist mega geil. Die sind auch niedrig. Ja, sind da, ist da eine Rampe? Hier ist eine Rampe, hier hinter. Ja. Dreh dich um, da hinter ist eine. Was? Sie Ja. möchte hoch. Wie hat der Angst? Oh, das ist aber ganz schön steil. Da muss ich dir die Maske ziehen. Wollen wir da rein? Okay, warte, dann wage ich es. Aber zurück gehe ich rückwärts. Vorwärts traue ich mich sowas nicht. Oh, das ist ein Traum. Eine Bananenpflanze in voller Blüte. Boah, ist das warm hier. Hier ist irgendeine Rose. Oder sowas. Boah, am liebsten würde ich hier voll viele Stecklinge klauen. Stecklinge. Diese Bananenblätter sind aber riesig. Oh, eine Monstera, aber da richtig große Monstera. Oh mein Gott. Hilfe! Bananenblätter im Gesicht. Bananenblätter im Kopf und im Gesicht. Stopp. Warte, das sieht aus wie ein Hut. Heimweg. Wir fahren wieder nach Hause. Also hier bin ich jetzt zu Hause angekommen. Hallo. Ja. Auf seinem Schreibtisch, wo 16 alle liegen, können Sie gerne mal nach oben gehen. Ja, er wusste ja, dass ich komme. Ich hatte das ja. Genau, das wusste ich. Ja. Also der hat so solche Sachen drauf. Ja. Ich will noch was zu trinken. Genau. Hier ist sein Platz, der ist meiner. Aha. Ja, erzähl doch mal von der. Die waren von der Frau Krieger auch heute bei dir? Die war heute auch bei euch uns in Lettmark und hat da aufgestellt, so wie ich arbeite. Ich war mal hier für den Schwerte vor Jahren ein Projekt unter werdende Sozialarbeiter. Die haben sich um Behinderte gekümmert. Ein Jahr. Schon lange her. Ja, schon lange her. Um die 30 Jahre, über 30 Jahre. Wir haben dann Theater gespielt, Aufführungen gemacht, alles. Da ist das Jahr unbewandt weg. Nicht wahr, das ist so. Und auf ihn hören. Ja. Joachim.
wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Danke gleichfalls. Um die Dusche nicht nehmen. Und wie und wo machst du jetzt Urlaub, wenn du nicht mehr mit den Eltern mitfährst? Ich fahre ja mit, nur nicht mit dem Wohnmobil. Dieses Jahr waren wir ja an der Nordsee und da haben wir ein Ferienhaus in Emden gemietet. Und ja, das ist ja viel mehr Platz und einfacher. War schön. Und das ist dein Ritual, ne? Dass du reinkommst und dann erstmal duscht? Ja, cool. Ja, das ist gut. Normalerweise gehe ich dann, entweder spiele ich dann noch oder gucke Fernsehen. Ja. Weil man ist dann auch, also ich persönlich bin dann auch geschafft. Ja, klar. Vor allen Dingen, wenn man 8 Stunden sitzt. Viele Leute denken, ja, du sitzt ja nur. Viele denken, das ist nicht anstrengend, aber in so einem Rollstuhl 8 Stunden zu sitzen, das ist schon anstrengend und geht auch auf den Rücken. Das ist mein Lieblings-Cappuccino mit Kakao. Was hast du denn heute alles gemacht? Erzähl mal. Ja, nix. Nee, ich habe recherchiert. Über deinen Eisenbahnunfall? Nee, das ist schon fertig. Das hast du fertig? Ja. So. Ich mache jetzt über so eine Oma, die sich gegen rechts einsetzt. Und so, die übersprüht rechte Graffitis. Wow. Heute wieder mit der Schreibmaschine gearbeitet? Oder beziehungsweise Man schreibt da doch immer. Hier ist so gut. Sehr schön. Aber man merkt das hier. Das wird immer besser. Ja? Aber ich will dir auch ein kleines Highlight geben. Mach mal mit rechts. Die ist auch viel trainiert. Das möchte ich doch nicht. So und ich ein. Wobei, das geht auch schon besser. Also, es ist besser geworden. Es war mal schlimmer. Ja, es ist alles besser. Da konnte ich das noch nicht so weit nach. So, und jetzt hier, oing, oing, oing. Oing, Oing, oing. Guck mal, weiter. Und atmen, Chris. Atmen ist wichtig. Meinst du Jane Fonda? Ja, richtig. Ja, kriegst du auch noch Strumpfhöschen. Oh, jetzt kommt der Stressfall. Wir nehmen den freundlichen kleinen Igelball und pass auf. Mit der linken Hand. Ja. So, schau. Ja, und drehen. Drehen, genau. Schön ausholen. Mit links. Ich versuche. Ja, klar. Aber nach Möglichkeit schon mal die Finger gerade. Ja, genau. Ja, richtig. Okay, das ist neu, ne? Das kannst du ja. Das wissen wir ja nicht, wenn wir es nicht ausprobieren. Du darfst jetzt beide Hände benutzen. Pass auf. Hör zu. Dann machst du dir jetzt mal eine kleine Schale von. Ein Aschenbecher wieder. Meinetwegen Aschenbecher. Mit den Daumen rein. Ja, mit beiden Daumen. Ja, das vornehmlich mit dem linken. Das habe ich mir gleich. Ist das so richtig? Ja, pass auf. Ich weiß gar nicht, was soll denn das? Also ich finde es ist hübsch. Du bist erlöst für heute. Gott sei Dank. Du bist erlöst. Du weißt ja, wo es rausgeht, Rüdiger, ne? Da, wo der Maurer das Loch Ich darf ja heute mal hier raus, sonst muss ich immer Ja, den der hat eingehen. Heute darfst du ausnahmsweise mal vorne raus. Ja. Nein. Wo ist dein Zimmer? Lass mal gucken. Ja. Wow, du hast aber ein schönes Zimmer. Hä? Also, ja, halt mit ihrer 7, ne? Ja, und deine Häschen wohnen bei dir? Ja, die müssen wir heute noch sauber machen. Ja. Müssen auch mal sauber gemacht werden. Ja. Eigentlich macht Papa das meistens, aber heute habe ich gesagt, machen wir es mal zusammen. Der Luis hat mich schon in der Schule gehauen. Warum? Weil ich ihm... Mach mal dein Fenster ganz auf und steck mal Betty dazwischen. In der Schule war mir warm. Ja, und jetzt steckt Betty dazwischen. Ja, falls schön. gefragt, ist alles selbst gestrichen. Echt? Ich mach selbst. Boah. Den Baum hast du auch selber gemalt? Ja. Schön. Warte, kriegst noch Parmesan. Ups! Voll ich. Und wer macht hier wieder Dreck, Mama? Du. Nimm raus.
Trink was. Das musst du doch pusten, das ist Wunsch. Ah, das Wunsch von den Kindern. Ja. Gnocchis mit Salat. Mama, ich bin traurig. Warum? Weil Clifford auch tot ist. Ja, mein Onkel! Mama. Der hat uns jetzt in der Gefühl stellen können. Nee. Kann nicht sein. Die Hasensauer oder erst Möhrenchen? Erst Möhrchenchen? Erst Hasen. Erst die Hasen und dann die Möhren? Mama, jetzt tut das weh. Da wo dein neuer Zahn kommt? Ja. Ja, aber ess doch mal. Mama, ich liebe dich. Ich auch, mein Schätzchen. Das Flugzeug, aus dem Mama Wutz ihren Fallschirm machen soll. Ey! Soll ich dir noch was geben? Ein bisschen gegen dieses Sprungskörper Wutz. Wird schon werden, Mama. Dabei! Riesen? Machen wir erstmal eine Ohren sauber, ne? Ja, kriegst du einfach alles runter. Ich muss erstmal an meinen Goldex wieder. Ja! Wo ist der Handfeger? Den brauchen wir gerade nicht. Warte, so nicht so viel. Mach es doch anständig. Er hat dann tot in der Ecke gelegen. Ohne Kopf. Vom Hasenstreu am Popo. Was geht's wieder? Warum sind meine Nächte? Das ist nicht so wild. Ich mach mich ganz dünn. Ich versuche. Und alles dreckig gemacht. Ja. Lohnt sich glaube ich eh nicht. Warum? Da kannst du jetzt sauber warten. Klock. Das ist gut. Das ist gut, weil Kabel anknabbern ist unangenehm. Nein, das haben die noch nie gemacht. Super. Mama, ich liebe dich. Ich auch, mein Schätzchen. Auch sehr mit Ordnung ist mir auch sehr wichtig, weil ich mich, das ist hier so mein sicherer Ort, also die Wohnung für mich, so, wo ich Die Struktur dann lassen. ja, auch wo ich mich hier fallen lassen kann, wo ich einfach rein, auch Möbel nicht hier reinstellen, die nicht zusammenpassen. Dann habe ich im Internet mir ausgedruckt. Okay. Weil ich finde, das ist ja eine Vaküre und Vaküren stellt mich was, weiß nicht, was mich mit Optimismus und Freiheit zu tun irgendwie. Also das strahlt mich aus. Und also am Anfang bei den Brauen, danach habe ich gewechselt. Das ist jetzt immer so auf Tierquälerei leider. Warum? Weil die das sehr abscheren und die scheren das und aber das wird oft auch sehr ruppig gemacht. Und dann Es gab diese orange-rot-Töne. ja, also meine Lieblingsfarbe ist rot eigentlich. Ja. Ja. Und wie lange sitzt du jetzt schon an dem Teil? Ja, dann habe ich angefangen, ich glaube im April habe ich angefangen, oder? Ja, das ist schon. Andere sind sehr schnell, aber ich hege auch langsam. Und das ist auch ein Mustermix, das sind verschiedene. Jetzt mache ich gerade Reliefstäbchen. Und die Ärmel, da muss ich noch hier, du hast das hier auch so, so Bündchen, das wollte ich bei mir auch noch drin machen, sowas. Wow. Ja. Wahnsinn. Es ist so ausgebreitet. Das ist auch wichtig, weil auch Menschen mit Behinderung und auch psychisch Kranke werden auch so stigmatisiert und richtig. Ja. Ja, viele glauben, die seien davon nicht betroffen oder das seien so ganz andere Menschen. Ja, genau. Nein, die sind genauso anders und genauso normal wie jeder andere auch. Ja, oder bei psychisch Erkrankungen wird dann oft gesagt, ja, die hat doch gar nichts, stellt sich nur an. Und das ist halt so, dass man ist nicht immer
unglücklich oder man ist nicht immer depressiv. Man hat einfach, also mir ist es so, ich habe so Phasen, dann ist das so. Mittlerweile weiß ich, ich habe einmal am Tag, einmal so eine Zeit im Jahr, da ticke ich halt aus. Das ist einfach so. Aber jetzt mit der Therapie wird man auch einfach stabiler, dann schafft man das besser. Ja. Kommst du mit der Assistenz auch menschlich gut klar? So froh, ja, das ist sehr nett. Das ist gut. Ja, ein Brot haben wir. Dann für die Hasen noch Salat wolltest du? Du guckst einfach dann nach Salat oder soll ich dir aufschreiben, was für welchen? Nein. Entweder Feldsalat oder dann kannst du mal Eisbergsalat. Wir können versuchen, Rucola. Ja, okay. Äpfel. Wie viele? 6 Stück. Okay. Würde ich sagen, ich will dann noch einen Brombeeren. Und ich gucke nochmal, was die im Angebot haben. Okay. Ja, Toblerone. Willst du haben? 80 Cent? Ein. Willst du? Okay. Ich darf für ihn. Ja, ich gucke gar nicht so nach Angeboten, er macht das immer. Meine Güte, geil. Tank doch mal. Und das war damals, als ich so, dass ich halt eben nicht gearbeitet habe, da andere Dinge irgendwie wichtiger waren, da war das irgendwie, ja, das kann ich Musik machen. Ey. Und der letzte Scheiß, der steht halt immer noch hier und da. Hinten liegen die Plattenteller zum Beispiel, die auch nur da liegen, weil ich meinen Keller ausräumen musste. Ja. Ja. Kann auch sein, dass ich meinen ganzen Elektroscheiß mal wieder abbaue. Und das dann wieder mache. Ich mache es aber hauptsächlich nicht, weil diese Boxen kaputt sind, weil das Kabel kaputt ist. Es bringt da überhaupt nichts, da irgendwas nochmal aufzulegen, weil ich keine Boxen habe. Ja. Die erste Anzahlung ist
Welt.